In der Stille der Nacht, wo die Grenzen zwischen Gedanken und Stille verschwimmen, lebte ein Mann namens Aditi. Er war ein wohlhabender Kaufmann, bewundert für seinen Erfolg und seine Weisheit in der materiellen Welt, aber wie viele von uns kämpfte er mit innerer Unruhe. Trotz des Komforts seines Besitzes fühlte er sich rastlos. Seine Nächte waren erfüllt von Hin- und Herwälzen, sein Geist ein endloser Fluss von Gedanken, der von einer Sorge zur nächsten strömte. Kein Reichtum konnte seine Gedanken beruhigen, und kein Bett, so luxuriös es auch war, konnte ihm Frieden bringen. Aditi, umgeben von Überfluss, war kein Mensch in Frieden. Er sehnte sich nach einem tiefen, erholsamen Schlaf, der sowohl dem Körper als auch dem Geist Stille brachte. Je mehr er versuchte, ihn zu finden, desto weiter schien er ihm zu entgleiten. Seine wachen Stunden wurden von seinen Verantwortlichkeiten verschlungen, Geschäfte, Familie und das ständige Streben nach mehr. Doch wenn die Stille der Nacht hereinbrach, rebellierte sein Geist, weigerte sich, ihm die so dringend benötigte Ruhe zu gewähren. Eines Tages, auf der Suche nach Trost, beschloss Aditi, einen bekannten buddhistischen Mönch aufzusuchen, der in Einsamkeit lebte, weit entfernt vom Lärm des Marktplatzes und der Hektik der Welt. Der Mönch war nicht nur für seine Weisheit bekannt, sondern auch für seine gelassene Präsenz, ein Mann, von dem es hieß, er besitze die Ruhe der Berge und die Tiefe des Meeres in seiner Seele. Aditi glaubte, dass dieser Mönch vielleicht den Schlüssel zur Ruhe in sich trug, nach der er sich sehnte. Aditi erreichte das Kloster, einen Ort, an dem die natürliche Welt nahtlos mit der spirituellen verschmolz. Die Geräusche der Vögel, das Rascheln der Blätter und das sanfte Summen des Windes begrüßten ihn. In diesem Heiligtum der Natur fand Aditi den Mönch, der unter einem hohen Bodhibaum meditierte, einem Symbol der Erleuchtung in vielen Traditionen. Die Haltung des Mönchs war so still wie die Berge, sein Atem ruhig, als ob er die Ablenkungen der Welt transzendiert hätte. Mit Respekt verbeugte sich Aditi und wartete, bis der Mönch ihn bemerkte. Nach einem Moment öffnete der Mönch die Augen und deutete mit einem sanften Lächeln auf Aditi, dass er sprechen solle. »O Ehrwürdiger«, begann Aditi, seine Stimme schwer von der Last schlafloser Nächte, »ich komme zu dir und suche Frieden. Ich kann nicht ruhen. Meine Nächte sind voller endloser Gedanken, und ich wache genauso müde auf, wie ich mich niederlegte. Egal, was ich tue, ich kann dem Sturm in meinem Geist nicht entkommen. Bitte, hilf mir.« Der Mönch hörte geduldig zu, seine Augen spiegelten die Stille eines Mannes wider, der die Natur des Leidens verstand. Nach einer Pause sagte er, »Aditi, was du suchst, ist nichts, was du in der äußeren Welt finden kannst. Es ist weder im Bett, auf dem du schläfst, noch im Reichtum, den du besitzt. Es ist in dir. Aber bevor ich dir den Weg zeige, lass mich dir die Geschichte von Gautama Buddhas Schlaf erzählen, denn es gibt viel zu lernen von seiner Art zu ruhen.« Die Stimme des Mönchs, ruhig und gelassen, schien die Luft um sie herum zu verlangsamen, als ob die Zeit selbst innehielt, um zuzuhören. Während seiner Zeit auf Erden, begann der Mönch, war Gautama Buddha nicht nur ein Leuchtfeuer der Weisheit, sondern auch ein Vorbild innerer Stille. Es wird gesagt, dass er, wenn er schlief, sich keinen Millimeter bewegte. Buddha legte sich in eine Position und erwachte in derselben Haltung. Sein Körper, ungestört von der Rastlosigkeit, die uns plagt, blieb die ganze Nacht über in perfekter Stille. Ananda, einer der engsten Schüler Buddhas, war neugierig darauf. Nacht für Nacht beobachtete er seinen Lehrer und sah, wie Buddha es schien, die Notwendigkeit des Hin- und Herwälzens zu überwinden, als ob er selbst im Schlaf völlig präsent blieb. Ananda, wie wir alle, fand sich nachts in Bewegung, unfähig, Frieden in der Stille zu finden. Und so konnte er eines Nachts seine Neugierde nicht länger zügeln. Ananda trat zu Buddha und fragte, »Tathagata, ich weiß, dies ist nicht die Zeit für Fragen, aber da gibt es etwas, das ich verstehen muss. Ich habe dich schlafen sehen, und ich sehe, dass du die ganze Nacht perfekt still bleibst. Wie machst du das? Spürst du nicht die gleiche Rastlosigkeit, die uns alle stört?« Buddha öffnete die Augen und lächelte sanft, mit dem Lächeln eines Mannes, der die tieferen Wahrheiten des Lebens kennt. »Ananda«, sagte er, »was du beobachtest, ist nicht nur körperliche Stille. Der Körper folgt dem Geist, und wenn der Geist still ist, hat der Körper keinen Grund, sich zu bewegen. Die wahre Quelle der Rastlosigkeit liegt nicht im Körper, sondern in den Gedanken, die den Geist beschäftigen.
Die meisten Menschen bringen, wenn sie schlafen gehen, die Sorgen des Tages mit. Ihre Gedanken sind voller Bedauern über die Vergangenheit und Ängste vor der Zukunft. Es sind diese Gedanken, die den Körper zum Wälzen bringen. Schlaf wird zu einem Kampf, weil der Geist sich weigert, loszulassen. Aber wenn der Geist ruhig ist, wenn er im Moment präsent ist, findet der Körper Frieden. Die Stille, die du in mir siehst, kommt von einem Geist, der alles losgelassen hat, die Vergangenheit, die Zukunft und alle Anhaftungen dazwischen. Aditi hörte aufmerksam zu und nahm die Lektion in Buddhas Geschichte auf. Doch sein eigener Geist, so konditioniert durch Jahre rastlosen Denkens, konnte nicht anders, als zu fragen, aber Meister, wie kann man solche Gedanken loslassen? Ich liege nachts wach und mein Geist scheint die Kontrolle zu übernehmen. Ich denke an all meine Verantwortungen, an die Dinge, die ich hätte besser machen können, an die Herausforderungen, die mich morgen erwarten. Wie beruhige ich diesen endlosen Strom von Gedanken? Der Ausdruck des Mönchs blieb sanft, seine Weisheit floss wie ein ruhiger Fluss. Aditi, sagte er, der Geist ist wie ein Garten. Wenn er unbeaufsichtigt bleibt, werden Unkräuter wachsen und sich ausbreiten und alles überwuchern. Aber wenn du ihn mit Geduld und Sorgfalt pflegst, kannst du Frieden kultivieren. Deshalb ist Achtsamkeit so wichtig. Vor dem Schlafen nimm dir einen Moment, um still zu sein. Atme tief ein. Konzentriere dich auf den Atem, auf das Heben und Senken deiner Brust, die Luft, die in deinen Körper ein- und ausströmt. Wenn Gedanken aufkommen, wie sie unvermeidlich werden, erkenne sie an, aber lass sie wie Wolken am Himmel vorbeiziehen. Klammere dich nicht an sie. Auf diese Weise trainierst du den Geist, präsent zu sein und das ständige Geplapper loszulassen. Die Stimme des Mönchs schien im Einklang mit dem natürlichen Rhythmus des Waldes um sie herum zu schwingen, als ob die Natur selbst seine Worte bestätigte. Aditi, nun sitzend mit dem Mönch unter dem Bodhibaum, spürte, wie sich etwas in ihm veränderte, eine leise Erkenntnis, dass Frieden nicht etwas ist, das er jagen muss, sondern etwas, das er in sich selbst pflegen muss. Doch der Mönch war noch nicht fertig. Es gibt 5 grundlegende Prinzipien, sagte er, die dich zu einem tieferen, erholsameren Schlaf führen können. Dies sind keine Geheimnisse, sondern Praktiken, die, wenn sie mit Aufrichtigkeit durchgeführt werden, dich der Stille näher bringen, die du suchst. Erster, schaffe einen heiligen Raum für den Schlaf. Der Ort, an dem du schläfst, sollte mit Respekt behandelt werden. Viele Menschen nutzen ihr Bett für eine Vielzahl von Aktivitäten, Arbeiten, Fernsehen schauen oder Essen. Das schafft Verwirrung im Geist. Dein Bett muss zu einem Heiligtum werden, einem Ort, der nur für die Ruhe reserviert ist. Wenn dein Körper sich in einem Raum niederlegt, der ausschließlich dem Schlaf gewidmet ist, wird der Geist beginnen, diesen Ort mit Stille zu verbinden. Die physische Welt und die geistige Welt sind tief miteinander verbunden. Zweite, ehre die Rhythmen der Natur. Die Natur bewegt sich in Zyklen, Tag und Nacht, die wechselnden Jahreszeiten. Auch wir sind Teil dieser Rhythmen, aber im modernen Leben stören wir sie oft. Eine der einfachsten Möglichkeiten, deinen Körper und Geist zu ehren, besteht darin, jeden Tag zur gleichen Zeit zu schlafen und aufzuwachen. Dies schafft eine natürliche Harmonie mit deiner inneren Uhr. Wenn die Sonne untergeht, erlaube dir, zur Ruhe zu kommen. Wenn die Sonne aufgeht, begrüße den Tag mit Absicht. Beständigkeit im Schlaf nährt die Seele. Dritter, lass die Last des Tages los. Viele Menschen tragen ihre Lasten mit ins Bett. Die Sorgen der Arbeit, die Konflikte mit geliebten Menschen, die ungelösten Spannungen, all dies belastet den Geist, und der Geist wiederum belastet den Körper. Nimm dir vor dem Schlafen Zeit zum Meditieren oder Reflektieren. Sitze in Stille und atme. Lass die Sorgen auflösen. Wisse, dass der Tag vorbei ist, und mit dem Schließen deiner Augen gibst du dir die Erlaubnis, alles loszulassen. Vierte, Leichtigkeit des Körpers, Leichtigkeit des Geistes. Körper und Geist sind nicht getrennt. Was du deinem Körper zuführst, beeinflusst die Klarheit deines Geistes. Schwere Mahlzeiten oder Stimulantien vor dem Schlafen lassen deinen Körper arbeiten, wenn er ruhen sollte. Iss abends leicht. Mache nach deiner letzten Mahlzeit einen Spaziergang. Lass deinen Körper sich auf die Ruhe vorbereiten, indem er leicht ist, und dein Geist wird folgen. Fünfter, kultiviere eine ruhige Umgebung.
deine Umgebung beeinflusst deinen inneren Zustand. Eine überfüllte, laute Umgebung erzeugt einen überfüllten, lauten Geist. Halte deinen Schlafplatz ruhig und friedlich. Dimme die Lichter, wenn der Abend näher rückt. Lass den Raum atmen, um die Ruhe wiederzuspiegeln, die du suchst. Du brauchst nicht viel, nur Einfachheit und Frieden. Lass die Stille deiner Umgebung die Stille widerspiegeln, die du in dir selbst kultivieren möchtest. Aditi, tief bewegt von den Worten des Mönchs, fühlte sich, als hätte er ein Geschenk erhalten, einen Weg zum Frieden, nach dem er sich so sehr gesehnt hatte. Er verbeugte sich tief vor dem Mönch, dankbar für die geteilte Weisheit. Meister, sagte Aditi, ich werde diese Lehren praktizieren und meinen Geist pflegen, wie man einen Garten pflegt. Ich verstehe jetzt, dass Frieden nichts ist, was man finden muss, sondern etwas, das man in sich selbst wachsen lässt. Der Mönch lächelte, seine Augen funkelten mit dem Licht alter Weisheit. In der Tat, Aditi. Denke daran, dass die Samen des Friedens bereits in dir liegen. Pflege sie mit Geduld, und der Schlaf wird kommen, nicht als Kampf, sondern als natürliches Entfalten der Stille in dir. Aditi kehrte an diesem Abend nach Hause zurück und trug nicht nur den Rat des Mönchs, sondern auch ein tiefes Gefühl der Ruhe in sich. Er schuf einen Raum für den Schlaf, ehrte die Rhythmen der Natur und begann, Achtsamkeit zu üben. Langsam, über Tage und Wochen, verblasste seine Rastlosigkeit. Er jagte dem Schlaf nicht mehr hinterher, stattdessen kam er zu ihm, so natürlich wie der Atem selbst. Liebe Freunde, denkt daran, dass der Weg zu tiefem, friedlichem Schlaf auch ein Weg nach innen ist. Wenn ihr beginnt, euren Geist zu beruhigen und euren Körper mit Sorgfalt zu pflegen, werdet ihr feststellen, dass Ruhe mühelos kommt. Die Weisheit der Jahrhunderte, von den Lehren Buddhas bis zu den Praktiken des Mönchs, erinnert uns daran, dass Frieden nicht etwas ist, das man erwirbt, sondern etwas, das man kultiviert. Wenn ihr diese Geschichte bedeutungsvoll fandet, vergesst nicht, ein Gefällt mir dazulassen, die Geschichte zu teilen und unseren Kanal, der Deutsche Mönch, zu abonnieren. Hinterlasst einen Kommentar mit Namo Buddhaya, um eure Unterstützung zu zeigen. Möge euch allen Frieden innewohnen und tiefer Schlaf begleiten.